Das Fraunhofer IES arbeitet in der Regel mit Unternehmen zusammen, die grundsätzlich Interesse an Chip-Lösungen haben und genau für diese Aktivitäten dann Partner suchen, die die entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen hierfür haben. Deshalb lagern dann genau diese Unternehmen Aktivitäten rund um das IC-Design, rund um die Validierung und Charakterisierung von ICs an das Fraunhofer IIS aus. Bei diesen Firmen handelt es sich in der Regel um klein- und mittelständische Unternehmen, vorwiegend aus dem Bereich der Systemintegration. Es können aber auch Startups oder Großkonzerne auf uns zukommen. Das Fraunhofer IIS ist dann der richtige Ansprechpartner für die Unternehmen, wenn keine Chip-Lösung für deren Anforderung bzw. deren Anwendung am Markt verfügbar ist. Darüber hinaus sind wir vor allem dann der richtige Ansprechpartner, wenn die Idee unserer Kunden bzw. die Umsetzung mit hohen technischen Risiken bzw. Herausforderungen verbunden ist. Das heißt, wir bewegen uns immer an den Grenzen des technisch Machbaren bzw. an den Grenzen der Physik. Es gibt beispielhaft zwei Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit uns als Fraunhofer Institut. Eine Möglichkeit ist die Zusammenarbeit im Rahmen eines öffentlich geförderten Projekts. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Lösung bzw. die Umsetzung noch mit hohen technischen Risiken verbunden ist. Eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit besteht im Rahmen eines bilateralen Industrieprojekts. Dies hat den Vorteil, dass wir eine Chip-Lösung entwickeln können, die exakt auf die Anwendung und die Anforderungen unserer Kunden angepasst ist. Darüber hinaus können die Unternehmen an dieser Lösung ein exklusives Nutzungsrecht erlangen und sich damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Das Fraunhofer IES unterscheidet sich gegenüber IC-Dienstleistern aus der Industrie konkret in diesem Punkt, dass Unternehmen bereits mit einer ersten groben Idee auf uns zukommen können. Trotz dessen, dass gegebenenfalls die Stückzahlen nicht die entsprechende Höhe haben oder auch der Lösungsansatz noch überhaupt nicht ausgereift ist. Genau an diesem Punkt nehmen wir den Kunden direkt an die Hand und entwickeln im Rahmen einer Studie einen Lösungsansatz und bewerten die Machbarkeit. Wir begleiten den Kunden aber auch von der Idee bis hin zur innovativen Lösung, welche sie bei sich im System integrieren. Gemeinsam mit unseren eigenen internen IC-Dienstleistern, Testingenieuren, aber auch mit dem Partnernetzwerk im Halbleiterökosystem, wie zum Beispiel Halbleiterherstellern oder Testhäusern, decken wir die gesamte Wertschöpfungskette entlang des Entwicklungsprozesses ab. In meiner Rolle als Business Developer bin ich die Schnittstelle zwischen Unternehmen und unseren Entwicklungsexperten und Expertinnen. Wir freuen uns über neue Herausforderungen, für die wir gemeinsam innovative Lösungen entwickeln.